Moin und hallo. Moin. Extra für euch haben wir uns auf die Suche gemacht vor der Messe in Düsseldorf und haben ihn gefunden. Die neuen Crossover MLT 570 wird dieses Jahr 2024 auf der Düsseldorf Messe vorgestellt. Heute zeigen wir ihn euch mit allen Details. Viel Spaß dabei. Viel Spaß! Wir sind bei Gümer in Wertheim, haben uns das Fahrzeug so richtig hingestellt und jetzt geht's los. Wollen wir außen anfangen? Das machen wir. Lass sehen. An der Folierung außen hat sich einiges getan. Ganz groß jetzt MLT 570 Crossover. Der Radkasten hinten ist schwarz lackiert. Das ist der Radlauf, Nora. Oder Radlauf, der ist schwarz lackiert. Jetzt bei uns ist er noch silber. Wir blenden euch auch mal ganz kurz noch ein Bild ein von unserem 570er, Baujahr 21, also das Vorgängermodell. Ja, Dann in der seht ihr Seitenaufnahme, darum geht's dir, ne? Genau, da seht ihr den Unterschied, außer dass wir das Neongrün-Orange gemacht haben. Und dann guck mal, 4x4. Ach, Ne? Vorne gibt es eine Radkastenverbreiterung. Also ihr könnt euch gleich breite Puschen drauf machen. Kann nichts schief gehen. ja, du bekommst jetzt ja zum Beispiel Delta-Felgen gleich ab Werk als Sonderausstattung, ne? Ja, Schöne Puschen drauf ja. Und ab geht's. und die Leitbar ist neu. Die Leitbar, eine große durchgehend. Wir haben noch die beiden kleinen. Geblieben ist die Lackierung Tenuit Grau und hinten Silbergrau Metallic. Gibt noch einen kleinen Unterschied zu unserem, ne? Die Dachgalerie und die Heckleiter sind schwarz lackiert und du hast eine schwarze Markise. Stimmt. Stimmt. Dunkel. Ja, das finde ich schön, ne? Die dunkle Leiter. Aber das haben wir euch ja schon mal vorgestellt, ne? Nach dem 580er neu und dem Experience von Hümer ist jetzt der Crossover da. Muss auch endlich, ne? Ja, hier haben wir noch mal die Seitenaufnahme. Also ich finde das ganz schick hier mit dem dunklen Radlauf, passend zu der Ja, Leiter. stimmig, ne? Ja. Du hast ja in der Regel schwarze Felgen, dann passt das. Die Garage haben wir euch auch schon mal im 570er gezeigt. Da hat sich hier auch nichts geändert. Was Serienstand ist beim Crossover, ist die Aluminiumplatte auf dem Boden. Die Außendusche in der Heckgarage. Hier kommt noch das Axt- und Sägen-Set rein, speziell für den Crossover. Ansonsten habt ihr Verzurrschienen und Zurösen in der Heckgarage zum Befestigen zum Beispiel eurer Fahrräder, ne? Beim Warte mal. Transport. Besser. Wir haben Zurschienen und Verzurösen zum Beispiel für den Transport eurer Fahrräder. Das ist hier serienmäßig. Und ein Heizungsausströmer. Die Garage ist natürlich beheizt. Und hinter dieser Klappe geht es zum Frischwassertank. Und auch die Garage natürlich im Holzdesign Schiefer. Auf dieser Seite der Garage befindet sich der Wechselrichter, der im Crossover Serienstandard ist. Hier oben die 230 Volt Sicherung. Die sind allein zuständig für den Wechselrichter. Der Wechselrichter arbeitet natürlich mit Netzvorrangschaltung. Das bedeutet, du hast hier, wenn du ihn auf automatischen Betrieb stellst, immer 230 Volt an deinen 230 Volt Steckdosen. Auch ohne, dass du mit dem Landstrom und einem Kabel verbunden bist. Weiter geht's. Stopp! Beide Garagentüren haben ein Maß von 75 x 1,21 in der Höhe. Hier kannst du schön erkennen, ne, die schmalen Fenster beim 570 Crossover. Der Gaskasten, da gibt's viel. Da haben sie gleich alles extra reingepackt, was zum Fahrzeug gehört. Hier unten habt ihr ausreichend Platz für 2 5 Kilo Gasflaschen. Hier liegt auch das Werkzeug, was ich ansprach, ne? Von Fiskars, das Bergeset. Und hier ist der Platz für die Ersatzkassette. Ganz klassisch der Schacht für die Kassette des Kassetten-WCs. Verbaut ist hier eine Banktoilette von Setford. Das ist der Elektrobereich. Jetzt wundert ihr euch, dass hier wieder ein Sicherungskasten ist. Dieser Sicherungskasten
der ist für die Landstromeinspeisung. Elektrozentrale von Schaut mit Zugang zu den Sicherungen, Frostwächterventil und da hinten ist noch ein kleines Ventil, das kannst du aufdrehen, wenn du deine Wasseranlage entwässern möchtest. Der Tank hat natürlich einen eigenen Ablasshahn. Das finde ich ja total imponierend. Das Lithium-System, das Lithium-Batteriesystem bei Hymer. Das Wohnmobil verfügt natürlich über Ladebooster, sodass deine Aufbaubatterien auch während der Fahrt geladen werden können. 4x80 Ampere-Stunden Lithium bringt dich schon eine ganze Ecke in die Autarkie. Smart Batteriesystem 2.0. Genau, Smart Batteriesystem 2.0. Genau, Danke, Nora. gerne. Dieses Rohr, das ihr hier seht, ist dafür zuständig, euer Abwasser aus dem Abwassertank zu entsorgen. Und das machst du natürlich ganz bequem am Armaturenbrett über einen Schalter und das Wasser kommt raus. Frischwassereinfüllstutzen befindet sich auf der Fahrerseite. Mir würde es noch besser gefallen, wenn Einfüllstutzen und Abwasserablauf auf der gleichen Fahrzeugseite liegen würden. Beifahrerseite Ablass, Fahrerseite Einfüllstutzen Frischwasser. Die geht schwerer als bei uns. Na gut. Mülleimer hängt immer noch in der Eingangstür. Schwarzer Griff hier, schwarzer Griff hier. Und jetzt gehen wir rein. Beim alten Modell ist das hier noch in Chrom gewesen. Genau. Man hat sich jetzt der Farbe Schwarz zugewendet. Natürlich hast du auch hier ein Fliegenplissé in der Eingangstür. Ei, und das ist eine spezielle Lederausstattung, habe ich mir sagen lassen. Ja, warte. Speziell für den Crossover. Speziell für den Crossover. Nennt sich, ich muss suchen, Wohnwelt Leder Lund. Möbeldekor haben wir, wie auch schon beim 580er und Experience, Native Bamboo. Genau. Im Innenbereich finde ich jetzt nicht so gravierende Unterschiede Ja. zu dem 570er. Ja, ich mach mal zu. Die Sonne scheint doch ganz schön rein. Beim alten Crossover hat man ja noch die Dekore der Oberschränke in einer anderen Form gehabt, ne? Im Gegensatz zum Serienmodell 570. Hier ist der der Möbelanblick ist ja hier identisch, ne? Ja, Mit dem 570er. ja, genau. Die ganze Aufteilung, die Einrichtung, das Bedienpanel, Ja. ne, das finden wir hier alles wieder, genau wie im 570er Modell. Ich wollte mich, da habe ich nämlich die ganze Zeit mal drüber nachgedacht, ich wollte mich gleich mal auf die Bank setzen. Ja, Und zwar den Tisch, na, den könnt ihr, warte mal, der ist natürlich jetzt festgestellt, ist das anders? das ist ein Ilse-Tischbein, habe ich schon gesehen, Nora. Ja gut, das wird jetzt Wo hier. ist der Hebel? Hier Ah, okay. ist doch etwas anders. Genau, da kannst du natürlich in alle Richtungen schieben. Ja. Und wenn ihr mehr Platz wollt, könnt ihr euch das hier abbauen. Logisch, ne? Dann können hier 2 Personen sitzen. Das ist jetzt natürlich einfacher. Ne? Ja, Und du dann bist kannst bei du's- der Beinfreiheit. Wenn bei ich der das- Beinfreiheit. Dann Mhm. kannst du das hochklappen und Bein dran und dann hast du mehr Beinfreiheit. Ich bin immer noch am gucken. Ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, immer, wie sitze ich hier? Nee, ich glaube, jetzt habe ich es falsch rum gemacht. Guck mal, die sind jetzt so grün abgesteppt Ja. auch. Nicht Das- orange. Nee. Das Grün findest du ja in der Folierung außen wieder, ne? Eben. Ja. Küche. Die Arbeitsplattenerweiterung hier ist etwas größer geworden. Das finde ich sowieso auch bei uns im 570er ist so ein bisschen immer sehr eng. Also ich habe wenig Platz, wenn ich kochen will. Du Hier- meinst die Fläche zwischen der Kochstelle und, Und- dem Waschbecken. Dafür ist das Waschbecken sehr groß. Das ist sehr groß. Ne? Also 3 Flammenherd, Oberschrank. Ach, jetzt habe ich ihn zugemacht. Oh, es ist wahnsinnig warm. Ja. Hier kriegt ihr alles unter. Die hohen Geschichten, ne? Wie Thermoskannen, was weiß ich, Ja, was es ihr ist da unterteilt, reinstellen ne? Einmal mit Boden, einmal ohne, damit Genau, du unterschiedlich hohe Gegenstände Alles verstauen klar. kannst. Alles klar. Das Ganze findet sich auch über der Sitzgruppe wieder. Ja, Ne? Oh, da ist eine Menge verbaut. ja. Da oben rechts ist die Steuerung der Truma Kombi. Dann kommt die Satellitensteuerung und links daneben, das ist der Schalter für den Wechselrichter. Du kannst aber deine Heizung auch hier über dieses Panel Ja. steuern. Ne? Du musst also den Schrank nicht öffnen, um deine Heizung einstellen zu können.
Und daneben, das ist die Steuerbox von der Satellitenschüssel. Ich mag ja dieses dunkle Dekor. Natürlich kommen bei mir immer Fragen, wie wir leben ja im Wohnmobil, wie kann ich damit leben? Das ging mir auch so durch den Kopf. Wie ist die gesichert? Du hast ja eine Schublade, also wir haben noch 3 Schubladen. Ja. Ne, sieht man von außen, noch mit der leichten Schräge. Da kann man das noch einstellen. Hier sind jetzt 2 große, optisch außen, mit einer innenliegenden Schublade. Und da habe ich mir heute Morgen so die Frage gestellt, wie hält das während der Fahrt? Ich meine, du hast ja die Wand davor, die kann ich fixieren. Die wird gestoppt und du hast ja hier einen Pushlock. Ja, ja. Und der kann schon was bremsen, Nora. Alles klar. Belastbarkeit deiner Schublade, sehe ich gerade, sind 15 Kilo, da oben auch. Das würde bedeuten, dass du in dem Fach mit beiden Schubladen zusammen 30 Kilo unterbringen Genau. könntest. Und unten auch nochmal 15 Kilo. Ja. Das ist alles so geblieben. Du kannst die Schubladen in der Höhe einstellen, das habe ich gerade gesehen. Das sind Hettich-Auszüge. Hettich, hier, da steht's. Ach, da. Und dahinter hast du eine Einstellschraube, mit der kannst du die Schublade nivellieren und dann auch dementsprechend das Spaltmaß einstellen. Genau. Was sich auch geändert hat, das sind die Schalter hier im Eingangsbereich. Ne? Du hast jetzt nicht mehr einzelne Schalter für jede Funktion, für jede Lampenfunktion. Hier sind es ja Lampen. Sondern du hast hier 4 Funktionen auf einem Schalter. Und darunter hast du den Treppenschalter und eine 230 Volt. Die Treppe kannst du aber auch vom Armaturenbrett aus bedienen und reinfahren. Genau, genau. Und wenn die Treppe ausgefahren ist und du würdest einfach losfahren, dann ertönt ein Warnsignal. Genau. Ich finde es gut, dass der Fernseher so integriert ist. Der steht jetzt nicht mehr vor, der ist in der Wand verschwunden. Ja. Über diesen Pushlock ist der Fernseher gesichert und den kannst du dann nochmal rausklappen und umdrehen. Und das war jetzt eine fliegende Ameise, irgend Kram, was dich da stört. Hier in der Ecke hast du nochmal Lichtschalter und Steckdosen, 12 Volt, USB, das ist sogar eine Doppel-USB und eine USB-C sehe ich, das ist schön, USB-C ist hier mit integriert und 230 Volt. Und das Loch hier oben, das ist für diese bekannte Hümerlampe, ne? Dieses Gummiding. Gummi. Ja. Der Wasserhahn, der aus der Wand kommt, 2 mal 230 Volt. Ja, dann funktioniert es auch mit deiner Nespresso-Maschine. Genau, der beidseitig zu öffnende Kühlschrank. Natürlich Kompressorkühlschrank. Ja, Slim Tower, ne? Ja. Das ist so schön neudeutsch. ja. Jeweils unter dem Kühlschrank und oberhalb des Kühlschranks ist noch Stauraum vorhanden. Ja, hier die Klappe wie gehabt. Ne? Ja. Gut. Und oben auch Schränkchen. Es gibt für dieses Fahrzeug noch die Option Backofen. Ja, Und der Backofen würde dann dort oben eingebaut werden, wo jetzt der Schrank ist. ja. So, alle Schrankklappen geöffnet. Lichtschalter hier an der Wand. Da kommt man wieder mit seinem Fuß dran. Ja, das hat sich ja bei uns, wir haben da auch den Lichtschalter. Und wenn wir im Bett liegen, dann kann das schon mal passieren, dass wir mit dem großen C die Lichtschalter bedienen. Ne? Ja. Kannst du hier auch machen, Nora. Das ist bequem, das ist bequem. Was haben wir denn? Bettenmaße. 1,86 auf der Badezimmerseite, 1,90 auf der Küchenseite, mal 77. Da sind ja diese schön integrierten Leisten, Nora, ne? In der Holzverkleidung. Und da kannst du Dinge einhängen. Ja, Und man kann durchgucken, alle Möbel sind hinterlüftet. wie gehabt. Alle Wie gehabt. hinterlüftet, alle hinterlüftet. Die hochgesetzten Fenster gefallen mir gut. Ja, man kann sich so ein bisschen jetzt hier an die Wand ran kuscheln. Und nicht vergessen die Heizungseinstellung. Ja, du hast Ne? an beiden Bettenseiten, an den Außenwänden durchlaufende Heizkanäle und Heizungskanäle und die kannst du hier öffnen und schließen. Ja. Das ist ein tolles System. Ja. Und die Matratzen liegen auf Tellerauflagen. Moment. Ach Du so. kannst den öffnen hier, den Schrank. Also vorsichtig beim Öffnen, aber es kann nirgendwo gegenhauen. So kannst du den Schrank von oben beladen, hat eine Kleiderstange, ist beleuchtet und mit links ist das ein bisschen schwer für mich. Ich fasse mal hier mit der rechten Hand
Und so kannst du den Schrank vom Gang aus beladen. Ja. Und nicht zu vergessen beim Crossover hier oder Hast beim du 2 Schränke. 570er. Ja, hast beim du 570er hast du 2 Schränke. gegenüberliegende Schränke. Und das bedeutet, dass du richtig Stauraum hast beim Crossover. Aber klar. Das müssen wir natürlich erwähnen. Hier oben gibt es keine Klappen mehr quer bei dem Queroberschrank. Das ist jetzt offen. Und hier gibt es noch USB-Steckdosen und 230 Volt. Und Das- hier, nochmal Lichtschalter. Ja. Hier. Logisch. Da sind die Dosen. Ja. Und der Heckbereich, also dieser Schrank, diese Ablage, ist jetzt rund ausgestaltet. Ne? Und dann klappt's auch, dann läuft es auch mit dem Kopf besser. Dann stößt du den Kopf Auf jeden nicht mehr. Fall, Ne? auf jeden Und Fall. weicher ist es alle Male. Ja, so Mückenschutz. Oh, ich brauche Sonnenschutz. Alles klar. Anders als im alten Crossover Ja. ist das ja mit dem Einstieg im Heckbett geregelt. Ja. Ne? Du kannst ja beide Matratzen hinten verbinden und hättest dann eine durchgehende Liegefläche, Riesenhaft. damit du dann noch reinkommst ins Bett. Dafür befindet sich unter deinen Füßen eine versteckte Treppe. Ja, die kann ich mal rausholen. Oh. Und damit man da nicht reinfliegt. Die Treppe ist draußen und so kommt ihr wunderbar ins Bett. Und dann gibt es da drunter noch einen Tritt oder Auftritt. Der ist nicht zu öffnen. Der ist nicht mehr zu öffnen. Der war bei uns noch zu öffnen. Ja. So, jetzt, wie geht denn das? Ach so. Und jetzt muss ich das festhalten. Wer möchte übrigens, kann diese Treppe auch ausbauen. Dann habt ihr dann wieder ein zusätzliches Staufach. Ja, die untere Stufe, die kannst du nicht mehr öffnen. Oder? Ja. Und unter deinen Füßen ist noch ein kleiner Revisionsschacht, damit du an die Technik rankommen kannst. Und ein Heizungsausströmer. Warte mal. Geht. Da komme ich auch so dran. Da. Ah, das ist ein Blick auf den Tank. Ne? Mit Reinigungsöffnung. Das ist übrigens der Abwassertank. Ja. Der Frischwassertank sitzt genau dahinter. Also Richtung Garage. Ja, guck mal, hier siehst du mal. Die Dämmstärke der Bodenplatte kannst du jetzt sehen. 41 mm, das ist ordentlich. Wand und Dach 34. Ah, danke. Ja, das habe ich mir gemerkt. Badezimmer. Gut, da hat sich natürlich am Schranksystem etwas geändert. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen Ablagefläche dazu bekommen. Hier dieser große Spiegel, den man immer mitputzen muss, der ist ein Segen nicht mehr. Ja, das Fahrzeug wirkt viel moderner. Ja, natürlich. Und hier gab es noch so ein Brett zum Runterklappen. Schminkbrett. Genau. Jetzt guckst du hier auf die Rückseite des Fernsehers. Ne? Ja. Und da oben, das ist auch noch schnell erwähnt, das ist eine Zwangsbelüftung, da ist ein Pilzlüfter. Ja. Also Hümer legt immer sehr viel Wert auf die Durchlüftung der Fahrzeuge, ne? Der Wohnmobile. Ja. Das hat noch keinen Wasserhahn, das Wohnmobil. Kommt noch. Den kann man dann rausziehen und da oben reinstecken. Ja, das ist Kombi, das ist eine Brause, Ja. ne? Eine Duschbrause und gleichzeitig Wasserhahn. Aber man sieht doch schon schön dieses Design hier. Ne? Gucke mal in schwarz. Genau. Und guck mal, hier ist auch ein Puschel. Ja, den noch nicht. Das ist schicker gemacht als im Natürlich, alten. im Auf alten jeden Fall. musst du hier unten so ein Pinöppel, wo ich immer Bammel hatte, bricht mir das irgendwann mal ab. Das ist schon besser. Und ein schwarzer Klorollenhalter. Ja, den haben wir jetzt auch. Das ist schick. Ja, den haben wir uns selber eingebaut. Natürlich gibt es hier eine Dachluke im Bad und eine Kleiderstange. Ne? Ja. Wenn du nasse Dinge aufhängen möchtest, Ja. dann kannst du das hier in der Dusche super machen. Natürlich. Du, den Schrank habe ich noch gar nicht richtig so. gesehen. Wie gehabt. Mit den Gummis. Ich finde die gut. Die Ja, Gummis. weißt du, was ich gerade noch suche? Ich habe doch hier. Mach mal bitte zu. Ich habe doch irgendwo eine Steckdose gesehen. Da. Ja, logisch. Da ist die Steckdose. Da. Zum Föhnen und Rasieren. Genau. Ne? Bart schneiden. Und wie gesagt, wenn du nicht am Landstrom stehst, dann kannst du den Wechselrichter nutzen und dann kannst du dich hier schön ohne Ja. Landstrom. Ne? Ja. Oben sind 2 Solarpaneele auf dem Dach. Ja. Eine Sattanlage ist drauf. Ja. Ich schwenk mal und muss mal kurz zumachen. Ja. Aha. Das geht leichter. Ich frage mich, warum das leichter geht. Das hat das gleiche Prinzip.
Nun zeig mir doch mal, wie das Ganze funktioniert. Da unten liegt eine Gräting, die muss ja bestimmt raus, Auf jeden Fall muss wenn du die das raus. die Dusche baust. Ja, die ist größer. Guck mal, früher ging hier so ein Podest noch hier vorne höher. Genau. Die ist größer geworden, die Fläche. Ja. Ah, die ist Fläche. Die Duschfläche, mehr Platz ist größer geworden. Das sehe ich. Ja. 2 Abläufe. Ja, das sind die Deckel, die sollen die Abläufe optisch, ne? Optisch schöner machen. Das sind einfach nur so Deckel. So. Jetzt schwenke ich das. Moment. Alles klar, barfuß. Hier schon offen. Ja, das klappe ich wie gehabt hier zur Seite. Ja. Und dann schiebe ich zu und fixiere das und wunderbar. Also ich habe mehr Platz hier in der Dusche. Also ich muss ja ganz ehrlich Ist größer, sagen. Ja, das ist toll. Beim 580er ist die Dusche kleiner geworden und ich habe das Gefühl, ich fühle mich hier wohler jetzt als in unserer Dusche, weil hier dieses Der Sockel da unten. der Sockel fehlt. Also das Schwenkbad gefällt mir gut und das lässt sich leichter schieben. Ja, gut, ich schwenke zurück. Ja, wir haben hier 30 Grad heute ja. und das ist gut warm. Volle Breitseite gen Süden und wir zerlaufen. Aber das machen wir doch gerne. Also Ja. uns war das auch wichtig, für uns übrigens. Ja. Filz an den Wänden haben wir übrigens ganz Ja, vergessen das- heute zu erwähnen. Es ist eine Menge Feinschliff gemacht Es ist worden viel Feinschliff. Genau. in der MLT-Serie. Ich bekomme meine Lippen schon gar nicht mehr auseinander. Ich sitze hier übrigens auf der Heizung. Ne? Unter der Sitzbank ist die Heizung verbaut. Ja. Dieselheizung wohlgemerkt. Ja, Dann passt es auch wieder mit der Autarkie, mit dem Autarkie-Gedanken. genau. Ja, erzählt hatte ich, dass oben Solar auf dem Dach verbaut ist, 2 Paneele. Vorne Verdunklung im Fahrerhaus über Remi, ne? Seiten und Front. Du hast natürlich im Crossover auch das ganze Mercedes M-Bux-Paket drin und Fahrassistenzsysteme und. Du hast ja eine Ersparnis, ne? Der Crossover ist ja eine Edition, ein Edition-Modell. Da wollte ich jetzt mal zu kommen, weil Ja. als ich jetzt das erste Mal reingegangen bin, Ja. habe ich gedacht, oh, da ist ja gar kein großer Unterschied im Innenraum zu dem normalen 570er. Ja. Aber wenn ihr euch jetzt den 570er Allrad normal nicht als Crossover bestellt und konfiguriert und hier und das und jenes und im Endeffekt dann da landet, wo ihr beim Crossover seid, habt ihr mit dem Crossover laut Hümer eine Ersparnis oder einen Preisvorteil Ja. von 5.625 €. Und noch was. Du bekommst diese Ledersitzkombi hier mit diesen Grüntönen. Die bekommst du grau und grün und wie würdest du das in der Mitte nennen? So ein grau-beige, grau-weiß, so weiß mit einem Grautouch. Kurzum, diese Sitze bekommst du nur am Crossover. Die kannst du auch in der Farbkombi nicht zuordern, Ja. wenn du einen normalen 570er. MLT, ne, 570er bestellst, also keine Edition. Die Lightbar vorne an der Hutze über dem Fahrerhaus gibt es auch nicht einzeln. Und dazu orderbar beim MLT. Und du hast ja hier schon den ganzen Kram drin, Wechselrichter etc. pp. Das Fisker-Set bekommst du auch nicht extra. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig, ganz wichtig. Nein, also die Lederfarbkombi passt sehr gut. Ja, also das Leder Die gefällt passt sehr mir. gut zu Ja. dem Tisch, auch zu dem Kühlschrank, die Griffe im Silber, Farbton und sonst alles dunkel gehalten. Das passt. Das ist schick gemacht. Nur das Grün hätte ich gern orange. Nein, alles gut. Alles gut. Ja, jetzt, ne, Nora, wie immer zum Schluss die Nein, Frage. Daten und Nein, Fakten. entschuldige, dann klär mich doch mal bitte auf über Daten und Fakten. Genau. Der Crossover MLT 570, Modelljahr 2025, hat eine Länge von 6,74 Meter, eine Breite von 2,22 Meter und eine Höhe in der Allradversion 3,05 Meter. Frischwasser 120, Abwasser 100. Gas hatten wir ja gesagt, ne? 5 Kilo, plus das ist ja auch nur noch zum Kochen. Da brauchen wir ja nicht viel, 2 mal 5 Kilo. 2. Ja, genau. Und Masse im fahrbereiten Zustand haben wir hier ein Gewicht von 3.410 Kilo.
Hier ist er als 4,1 Tonner, aber könnt ihr auflasten auf 4, Es gibt hier Möglichkeiten, das Fahrzeug auf 4,4 Tonnen aufzulasten. Das läuft aber nicht über Hymer. Nein. Das sind dann separate Anbieter, die bestimmte Grundvoraussetzungen fordern und so weiter und so weiter. Da einfach mal im Internet googeln, ja, genau. für wen das interessant ist. Ja. Genau. Innenstehhöhe 1,98 Meter. Jetzt habe ich alles. Ja. Jetzt wird's spannend. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet auf MB Sprinter Mercedes-Benz 2.0 mit 190 PS. Also der Grundpreis mit diesem Lithium, mit Solar, alles drin, 156.900 Euro. Wer jetzt den 570er ohne Allrad haben möchte, zum Beispiel mit 150 PS, oh, windschön, da liegt der Grundpreis bei 112.400 Euro. Noch will ja nicht jeder Allrad haben. Zum Nee, Beispiel. aber wir sitzen ja in einem Crossover und ihr möchtet ja wissen, wie es denn so preislich um den Crossover steht. Ne? Ja. Wir haben ja lang genug gewartet auf das Edition-Modell. Edition Crossover 570. So, ich brauche jetzt wirklich mal was Kaltes zu trinken. Genau. Wir wünschen euch ganz viel Spaß auf der Düsseldorf-Messe. Schaut euch den Crossover ganz in Ruhe an. Habt eine wunderbare Zeit Lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss! Tschüssikowski.